Und vor dem internationalen KI-Gipfel, der heute in Paris beginnt, hat der französische Präsident Macron Investitionen in Höhe von 109 Milliarden Euro angekündigt. Das Geld komme aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, von großen Investmentfonds in den USA und Kanada sowie von französischen Unternehmen, sagte Macron. Der Präsident bezeichnete die Summe von 109 Milliarden Euro als Antwort auf das von US-Präsident Trump angekündigte Stargate-Projekt. An diesen Treffen in Paris nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil, darunter Kanzler Scholz, sowie auch die Chefs der großen Tech-Unternehmen. Das Thema möchte ich vertiefen, und zwar mit Arne Schönbohm, ehemaliger BSI-Chef. Schönen guten Tag, Herr Schönbohm. Ich grüße Sie. Also Frankreich prescht jetzt vor, Macron organisiert eben diesen internationalen Gipfel. Er spricht von sehr hohen privaten Investitionen, die da auch getätigt werden. Und aus Deutschland, da hört man irgendwie nichts. Haben wir dieses ganze Thema KI schon längst verschlafen? Nein, das haben wir nicht. Wir haben, vielleicht reden wir weniger darüber, aber wir machen mehr. Wenn Sie sich anschauen, ein Beispiel, wir haben ein Cyber Valley in Tübingen, was weltweit führend ist, wo auch größere Unternehmen wie Amazon und andere forschen. Wir haben das DFKI im Saarland, in Saarbrücken, wo auch große Bundesinstitutionen sind, aber auch internationale Global Player drin sind. Wir haben in Aachen Schmieden drin. Das heißt, ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut, gerade auch im Bereich der Forschung. Gerade die Fraunhofer Gesellschaft hat hier neue Themen auch vorgestellt, vor kurzem erst. Ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber wir gehen halt nicht so voran nach außen wie Frankreich mit der Investitionssumme von 109 Milliarden. Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass so ein bisschen eine Investitionsfaulheit hier in Deutschland herrscht, dass bei vielen Themen, gerade eben aber bei so teuren Themen wie KI, es doch ein bisschen mehr privates Engagement bräuchte? Ich glaube, wir brauchen nicht nur privates Engagement, das ist da, gerade aus der Wirtschaft heraus, denke ich an die Investitionen, die Siemens dort tätigt oder SAP oder andere. Aber ich glaube, wir bräuchten hier auch ein Zeichen der Politik, um das ja deutlich zu sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen KI-Gipfel in Berlin vielleicht durchführen, wo dann die Spitzen Europas sich auch versammeln. Deutschland ist die größte Wirtschaftsnation mit Abstand in Europa. Wir haben große Potenziale hier. Wir haben einen ungehobenen Datenschatz. Und da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass hier gerade auch die Politik, die Bundesregierung, also auch der Bedeutung Deutschlands hier gerecht werden würde im Bereich der künstlichen Intelligenz. Jetzt haben wir tatsächlich auch in diesem Duell gestern recht wenig zu diesem Thema gehört. Haben Sie das Gefühl, dass Olaf Scholz zum Beispiel auch, was diese Zukunftsinvestitionen angeht, mehr tun müsste und auch mehr ankündigen müsste? Ich glaube, die Innovationen kommen am Ende aus der Wirtschaft heraus. Dort sind auch die Datenschätze, das sind die großen Profiteure davon. Die sind herausragend im Bereich der Grundlagenforschung. Da haben Sie recht, wahrscheinlich wäre es notwendig, dass hier die Politik diese verschiedenen Enden, die es gibt, stärker zusammenbindet und dann auch führt. Wenn wir über das Thema der künstlichen Intelligenz sprechen, dann ist das praktisch die nächste Stufe in der digitalen Revolution. Und da sollten wir, um weiterhin Wohlstand zu haben, auch vorne in der ersten Liga mitspielen. Es wird aus dem Ausland viel geklagt über die deutsche Bürokratie, die eben ja in vielen Bereichen einen Ausbau, Innovationen, Forschung irgendwie bremsen. Haben Sie das Gefühl, dass wir da endlich mal eine Reform brauchen in Sachen Datenschutz, oder sind wir da doch auf dem richtigen Weg? Nein, ich glaube, wir brauchen hier eine ganz dringende Reform hinsichtlich der Zuständigkeiten und auch, dass wir nicht nur darüber sprechen, was alles nicht möglich ist und was reglementiert wird, sondern dass wir eher eine Art Gründerzeit auch wieder hervorrufen, dass wir sagen, wie wollen wir denn Künstliche Intelligenz einsetzen? Und das sollen mit die Unternehmen beschneiden. Das hat mit Datenschutz relativ wenig zu tun. Ich glaube, hier ist eine grundlegende Reform dringend notwendig. Was man allerdings auch dringend braucht für KI sind Rechenzentren natürlich. In den USA wurde da jetzt auch angekündigt, dass da sehr viel investiert werden soll. Ungeklärt sind da allerdings die Energiefragen. Glauben Sie, dass Deutschland, dass Europa im internationalen Vergleich langfristig da überhaupt wird mithalten können?
Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist das Thema der Energie und der Energiepreise. Wir verknüpfen gerade 6.000 Computer in Jülich in einem Hochleistungsrechenzentrum, 6.000 Hochleistungsrechner miteinander kombiniert. Damit sind wir weltweit zum Beispiel in der Spitze. Aber die Frage wird natürlich sein, das rechnet sich alles nur dann, wenn die Energiepreise auch dementsprechend vernünftig sind und wettbewerbsfähig sind. Das ist ja hier derzeit augenscheinlich nicht der Fall. Und in der Tat, hier gibt es eine große Herausforderung, niedrige Energiepreise, damit wir die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich KI und der großen Rechenzentren auch erhalten können. Und ich finde, es ist ein Alarmsignal, dass die USA im Rahmen Stargate 500 Milliarden ankündigen. Frankreich kündigt 109 Milliarden an. Und wir überlegen, was man da tun kann. Ich glaube, das wird der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands nicht gerecht. Herr Schönbohm, ich danke Ihnen sehr für dieses fundierte Gespräch und Ihre Einschätzung zum Thema. Sehr gerne.